Seit der Mensch ein Bewusstsein für sich selbst und andere Individuen seiner Art entwickelt hat, war er gezwungen, sich mit dem Ableben von Vertretern seiner Spezies auseinanderzusetzen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Friedhof, eines der ältesten Zeugnisse unserer Zivilisation. Bereits in der frühen Steinzeit ging man dazu über, Verstorbene in Grab- oder Kultstätten beizusetzen. Aber keine Angst, so weit wollen wir heute nicht in die Vergangenheit reisen. Um sich mit diesen besonderen Orten besser vertraut zu machen, kann man selbstverständlich in die großen europäischen Nekropolen reisen, wie den Zentralfriedhof in Wien oder den Friedhof Père-Lachaise in Paris. Aber auch die Anlagen jeder hiesigen Kleinstadt können ihre Episoden beisteuern. Nehmen wir beispielsweise diesen hier, den Friedhof von Bad Lauchstädt, einer knapp 9000 Seelengemeinde in Sachsen-Anhalt. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch die zufällige Entdeckung einer Heilquelle um 1700 und den anschließend florierenden Kurbetrieb, sowie dem künstlerischen Wirken berühmter Gäste wie Goethe, Schiller oder Richard Wagner. Der Kantor und erste Lehrer Friedrich Arnold gehörte im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Berichterstattern. In seiner 1881 veröffentlichten Chronik von Lauchstädt schildert er detailliert zahlreiche stadtgeschichtliche Entwicklungen. Zunächst fanden Verstorbene ihre letzte Ruhe im Herzen der Ortschaft, rund um eine 1499 geweihte, spätgotische Kirche mit 2 Türmen. Nach schweren Beschädigungen im Dreißigjährigen Krieg wurde diese 1684 weitgehend abgetragen und durch das heutige Gotteshaus ersetzt. Lediglich die Sakristei und der untere Teil des Turmes wurden übernommen. Bei Grabungsarbeiten auf dem umliegenden Gelände förderte man später immer wieder menschliche Knochenfragmente zutage. Was die Bestattungen im Zentrum anging, stießen zahlreiche frühneuzeitliche Gemeinden schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb wurde auch der Lauchstädter Friedhof im 16. Jahrhundert vor die Tore der damaligen Stadtbefestigung ausgelagert. Der Verbreitung von Seuchen konnte auf diese Weise ebenfalls entgegengewirkt werden. 1601 fand eine erste Erweiterung des Geländes statt. Für die Errichtung einer kleinen Kapelle 1685 verwendete man unter anderem Teile und Materialien des spätgotischen Sakralbaus, einschließlich Brettern für die Bänke. Das Jahr 1837 stellte einen Wendepunkt dar. Der bis dato wahllos bestückte Gottesacker wurde planiert, mit dem Ziel, die Körper fortan ordentlich in Reih und Glied zu beerdigen. Den Anfang sollte der verstorbene Sohn eines Maurers machen. Da der Boden aber noch nicht fertig aufbereitet war, regte sich Widerstand bei seiner Familie. Das Kind durfte schließlich als letzte Person an einer frei gewählten Stelle bestattet werden. Der Großteil der alten Grabsteine ging in der erweiterten Friedhofsmauer auf, bevor sie 1860 im Zuge einer abermaligen Vergrößerung von Grund auf neu geschaffen wurde. Eine zusätzliche Möglichkeit, die Steine wiederzuverwenden, war die Nutzung als Baumaterial für die Ziegenbrücke über den kleinen Fluss Laucha. In dieser Form hatte sie bis 1880 Bestand und garantierte die Anbindung des Ortsteils St. Ulrich.
1976 war die Friedhofskapelle nach gut 190 Jahren abbruchreif und musste der heute noch erhaltenen Leichenhalle im neuromanischen Stil weichen. Das gesamte Inventar, darunter kunstvoll gearbeitete Totenkronen und auch die Transportbaren, wurden zuvor ausgelagert oder an die Angehörigen zurückgegeben. Unter dem Fußboden stieß man auf gemauerte Grabkammern, die neben Gebeinen auch gut erhaltene Kleidungsstücke, Schuhwerk und sogar einige Haare enthielten. Allesamt Zeugnisse längst vergangener Tage. Die Unterbringung von Verstorbenen in einem solchen Leichenhaus ging im 19. Jahrhundert mit rein praktischen Überlegungen einher. Allen voran der hygienische Aspekt, aber auch mit einem Wandel in der Erinnerungskultur. Für Hinterbliebene war es zunehmend unvorstellbar, mehrere Tage mit einem toten Angehörigen im eigenen Haushalt zu verbringen, wie es bis dato noch bei Heimaufbahrungen praktiziert wurde. Mit ihrem abstrakten Wandbild, der gläsernen Fassade und dem offenen Glockenturm aus Metall wirkt die Mitte der 1970er Jahre errichtete neue Trauerhalle schon beinahe futuristisch. Fester Bestandteil europäischer Friedhofskultur sind Mahnmale für die Opfer der beiden Weltkriege. Bad Lauchstädt bildet da keine Ausnahme. Dieser Tafel gingen 2 Denkmäler voraus, die sich einst im Stadtgebiet befanden und den Gefallenen des Krieges 1914 bis 18 gewidmet waren. Sie existieren heute nicht mehr. Das erste wurde im Juli 1925 feierlich auf dem Kirchenvorplatz eingeweiht. Das zweite im September 1927 vor dem Verwaltungsgebäude des Brunnenversands, der für die Abfüllung und den Vertrieb des Heilwassers zuständig war. Es gedachte den getöteten Betriebsangehörigen. Für beide Arbeiten zeichnete der Bildhauer Paul Jukow verantwortlich, dessen christlich-konservativer bis patriotischer Stil dazu führte, dass in der Weimarer Republik und im Sozialismus ein nicht unerheblicher Teil seiner Werke für immer beseitigt wurde. Die Büste Johann Wolfgang von Goethes hingegen, Jukows Schöpfung aus dem Jahr 1906, kann seit August 2025 wieder am Neuen Badehaus bewundert werden. Ein Gedenkstein für 5 sowjetische Kriegsgefangene und einen italienischen Zwangsarbeiter lässt die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nicht in Vergessenheit geraten. Am oberen Rand das Emblem der internationalen Dachorganisation von Verbänden antifaschistischer Widerstandskämpfer. Beschließen wir das heutige Video mit einem Sinnspruch, der am Haupteingang des Bad Lauchstädter Friedhofes in Stein gemeißelt wurde. Alle, die ihr vorübergeht, denket, wie die Sache mit uns jetzt steht. Was wir jetzt sind, werdet ihr werden. Was ihr jetzt seid, waren wir auf Erden.